Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Endlich ohne Alkohol. Der einfache Weg mit Alan Carrs Erfolgsmethode ist ein bahnbrechendes Buch, das Menschen dabei unterstützt, eine gesunde und abstinente Lebensweise zu erreichen. Alan Carr, der für seine effektiven Suchtentwöhnungsmethoden bekannt ist, richtet sich an alle, die ihre Beziehung zu Alkohol überdenken und möglicherweise beenden möchten. Mit seinem bekannten pragmatischen Schreibstil nimmt Carr dem Thema die Schwere und zeigt, wie ein Leben ohne Alkohol nicht nur machbar, sondern sogar erstrebenswert und befreiend sein kann. Viele Menschen wollen ihren Alkoholkonsum reduzieren oder ganz beenden, scheitern jedoch an typischen Hürden wie gesellschaftlichem Druck, Gewohnheiten, emotionalen Auslösern und Ängsten vor Entzugserscheinungen. Das Buch verspricht dabei, keine drastischen Schockmethoden oder willensbasierte Verzichtsappelle zu präsentieren, sondern eine leicht verständliche Methode, die den Leser aufklärt und motiviert, eigene Denk- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu verändern. Carr zeigt auf, wie Rückfälle verhindert werden und die Suchtstrukturen nachhaltig aufgelöst werden können. Mit verständlichen Beispielen, praktischen Anleitungen und vielen Erfahrungsberichten bietet dieses Buch einen klaren, optimistischen Weg zu mehr Lebensqualität. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Ursache der Alkoholsucht verstehen. Alan Carr legt großen Wert darauf, dass der Leser die tiefer liegenden Ursachen für den Alkoholkonsum erkennt. Er macht deutlich, dass Alkoholsucht kein Zeichen von Schwäche oder moralischem Versagen ist, sondern auf bestimmten Denkmustern, gesellschaftlichen Einflüssen und emotionalen Auslösern beruht. Carr bricht mit dem Vorurteil, dass Alkoholprobleme nur bei schweren Trinkern entstehen. Vielmehr stellt er dar, wie alltäglicher Konsum schleichend zu einer Abhängigkeit führen kann, die oft unbemerkt bleibt. Durch das Aufdecken dieser Ursachen bietet das Buch dem Leser die Möglichkeit, sich selbst besser zu verstehen und einen neuen Umgang mit Alkohol zu entwickeln. Es werden typische Auslöser wie Stress, Einsamkeit, soziale Situationen und sogar Langeweile analysiert. Carr gibt dem Leser Werkzeuge an die Hand, um diese Faktoren aktiv und bewusst anzugehen und alte Gewohnheiten zu durchbrechen. Zweitens. Das System der Selbsttäuschung durchbrechen. Ein zentrales Thema in Alan Carrs Methode ist das Erkennen und Überwinden von Selbsttäuschungen, die zur Aufrechterhaltung des Alkoholkonsums beitragen. Viele Menschen glauben, Alkohol sei notwendig, um zu entspannen, Spaß zu haben oder mit Problemen fertig zu werden. Carr zeigt anhand zahlreicher Beispiele, dass diese Überzeugungen Mythen sind, die durch Werbung, Gesellschaft und eigene Erfahrung aufgebaut wurden. Er zerlegt Argumente wie Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert oder mit einem Glas Wein kann ich besser abschalten und stellt ihnen realistische Betrachtungen entgegen. Durch logische Analysen und lebensnahe Geschichten veranschaulicht Carr, wie Selbsttäuschungen entstehen und wie sie durch bewusstes Hinterfragen entkräftet werden können. Ziel ist es, den Leser so zu sensibilisieren, dass er von selbst erkennt, dass die Vorteile des Alkohols letztlich nur Illusionen sind. Drittens. Die Alan Carr-Methode. Leichtigkeit statt Verzicht. Die Besonderheit des Ansatzes von Alan Carr liegt darin, dass er nicht mit Angst oder Verboten arbeitet, sondern auf Einsicht und Erleichterung setzt. Anstatt den Fokus auf den Verzicht zu legen, zeigt Carr, wie der Verzicht auf Alkohol als Befreiung empfunden werden kann. Die Methode basiert auf einer positiven Sichtweise. Man verliert nichts, sondern gewinnt Lebensqualität und Freiheit zurück. Carr begleitet die Leser durch verschiedene Übungen und gedankliche Experimente, bei denen typische Situationen ohne Alkohol mental durchgespielt werden. Ziel ist es, dass sich die Leser auf die positiven Seiten der Abstinenz konzentrieren. Die Methode stärkt das eigene Selbstbewusstsein und reduziert die Angst vor sozialem Ausschluss oder Vergnügenseinbußen. So wird der Weg in die Abstinenz zu einem natürlichen und souveränen Prozess. Viertens. Umgang mit Rückfällen und sozialem Druck. Ein weiteres wesentliches Kapitel beschäftigt sich mit Hindernissen auf dem Weg in die Alkoholabstinenz. Carr räumt ein, dass Rückfälle Teil des Prozesses sein können und vermittelt, wie man damit konstruktiv umgeht. Das Buch gibt Strategien an die Hand,
wie man mit gesellschaftlichem Druck, etwa bei Feiern, Familientreffen oder im Beruf, souverän umgeht. Viele Menschen haben Angst vor Ablehnung oder Unverständnis, wenn sie plötzlich auf Alkohol verzichten. Carr zeigt Möglichkeiten, wie man Nein sagen kann, ohne den Kontakt zu anderen zu verlieren oder sich rechtfertigen zu müssen. Die Leser lernen, sich auf ihre eigenen Motivationen zu besinnen und sich mit Gleichgesinnten zu verbünden. Rückfälle werden nicht als Scheitern, sondern als Lerneinheit betrachtet. Das Ziel ist, die persönliche Resilienz zu stärken und den Glauben an die eigene Veränderungsfähigkeit zu fördern. Schließlich die nachhaltige Lebensveränderung erreichen. Abschließend beschäftigt sich Alan Carr mit der Frage, wie man die Abstinenz dauerhaft im Alltag verankern kann. Er stellt heraus, dass es nicht mit einer einmaligen Entscheidung getan ist, sondern dass neue Routinen und Lebensgewohnheiten entwickelt werden müssen. Das Buch bietet Anregungen für einen abwechslungsreichen alkoholfreien Alltag und zeigt, wie man neue Hobbys, soziale Aktivitäten und innere Zufriedenheit ohne Alkohol erreichen kann. Wichtig dabei ist, alte Gewohnheiten bewusst abzulegen und das eigene Umfeld positiv zu gestalten. Carr inspiriert dazu, offen und neugierig neue Wege zu gehen. Der Leser erhält praktische Tipps, wie er beispielsweise den Alkoholkonsum im sozialen Umfeld thematisieren oder neue Suchtmuster vermeiden kann. Das Ziel ist eine Transformation, die von innen herauskommt und sich in echtem Wohlbefinden und Lebensfreude widerspiegelt. Zusammenfassend: Endlich ohne Alkohol. Ist ein Buch für alle, die ihren Alkoholkonsum hinterfragen, reduzieren oder endgültig beenden möchten. Egal, ob sie gelegentlich trinken, als Gewohnheitstrinker gelten oder sich bereits in einer Suchtspirale befinden. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die bisher mit klassischen Methoden wie Willenskraft oder Entzugsprogrammen wenig Erfolg hatten und nach einem neuen Zugang suchen. Durch die klare, einfühlsame und motivierende Sprache von Alan Carr werden Leser abgeholt, ohne verurteilt oder bevormundet zu werden. Der große Vorteil dieses Buchs liegt in der praktischen Anwendbarkeit. Statt auf Verzicht und Verbote zu setzen, ermöglicht Carr einen Perspektivwechsel, der langfristige Erfolge fördert. Im Vergleich zu anderen Ratgebern verzichtet das Buch auf Schuldgefühl, medizinischen Fachjargon oder abschreckende Szenarien. Es setzt auf Eigenverantwortung und Lebensfreude. Wer nach einer alltagstauglichen, verständlichen und wirklich nachhaltigen Methode sucht, um endlich ohne Alkohol leben zu können, findet hier einen unschätzbaren Begleiter für die persönliche Entwicklung. Das Buch öffnet den Weg zu mehr Leichtigkeit, Gesundheit und Selbstbestimmung. Deshalb lohnt es sich, genau dieses Buch zu wählen. Wenn Sie unterstützen möchten, Alan Carr, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.